Willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich darüber reden, wie meine Erfahrungen waren, wie ich persönlich aus dem Schatten ins Licht gegangen bin. Früher habe ich viel pessimistisch gedacht und ich möchte auch komplett ehrlich zu euch sein, weil so der Mehrwert, den ich weitergeben möchte, auch am besten rüberkommt. Wenn ich euch irgendwas erzähle, irgendwelche Sachen anders ausmale, das Thema hatten wir im vorherigen Video schon, ehrlich sein, damit fahre ich am besten und ich denke, damit könnt ihr mich auch am besten nachvollziehen. Wovon ich reden möchte, ist, wie gesagt, dass ich früher sehr pessimistisch war und mehr auf der Schattenseite war. Das heißt, ich habe alles negativ gesehen. Ich habe die Schuld, meine persönliche Schuld, nicht bei mir gesehen, sondern irgendwie im System, bei den anderen Menschen, bei der Stadt, die so gebaut ist und diese ganze Umgebung, die ja so eingeschränkt ist, wo wir ja keine Freiheit haben, wo die Steuern ja so hoch sind. Also Faktoren, die mich auch nicht mal direkt betreffen, haben mich belastet und fertig gemacht. Deswegen möchte ich euch das mitteilen, weil vielleicht kennt ihr das und vielleicht fühlt ihr euch auch ähnlich in der Situation. Ich dachte wirklich damals, mein Leben sieht jetzt so aus, meine Zukunft sieht jetzt so aus. Ich müsste immer irgendwie so durch die Gegend laufen und ja, alles ist einfach scheiße und wie soll ich die beste Version von mir selbst sein, wenn meine Umgebung einfach schon schlecht ist, negativ. Und deswegen ist es mir wichtig, mal zu sagen, mittlerweile denke ich ganz anders. Und auch noch nicht so lange. Also ich rede jetzt nicht von früher irgendwelche Erfahrungen, die ich gemacht habe, sondern ich erlebe das gerade bei mir. Früher bin ich durch die Stadt gelaufen, habe ich auch schon mal erwähnt, ne? Auf den Boden geguckt, Musik gehört meistens und halt der Blick, als würde die Sonne mich blenden. Heute laufe ich offener durch die Straße und deswegen mache ich dieses Video. Ich bin gestern, vorgestern viel spazieren gewesen, unterwegs gewesen und habe mich gut gefühlt danach. Ich habe Blickkontakte bekommen, man hat mich begrüßt und ja, zum Beispiel hat eine Frau, ist gegen den Wind gefahren, die kam mir gegenüber und ist gegen den Wind gefahren mit ihrem Fahrrad, so ganz langsam, weil da war echt heftiger Gegenwind und ich laufe an ihr vorbei und die guckt mich an. Das ist so anstrengend hier mit dem Wind. Und das war einfach lustig. Ich habe gelacht, gegrinst vom ganzen Herzen und sie auch und so eine Begegnung, das wäre mir früher niemals passiert. Logisch, wenn ich hier natürlich so auch rumlaufe, das sind die Scheuklappen, von denen ich im vorherigen Video schon mal erzählt habe. Immer auf den Boden gucken, immer böse. Heutzutage laufe ich so, also so, Kopf oben, Schulter nach hinten. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich ausstrahle und kriege genau das auch zurück. So, ich will mich jetzt nicht verquatschen. Ich will nur sagen, in der Situation, in der ihr jetzt gerade steckt ihr nicht ewig. Mich hat das damals fertig gemacht, weil ich immer dachte, oh, das bleibt alles für ewig so. Ich kann die Welt nicht verbessern, also bin ich hier ausgeliefert. Aber nein, ich musste nur meine Sicht verbessern. Die Dinge sind, wie sie sind und darüber werde ich in Zukunft auch noch viel reden, weil das hat meinen Alltag, mein Leben so viel verbessert. Ich denke, das wird vielen anderen auch helfen können. Heute würde ich behaupten, dass ich im Licht bin. Leute grüßen mich, Leute nehmen mich wahr, Leute lächeln mich an. Ich habe Blickkontakte, ich habe Gespräche auf der Straße, bei Spaziergängen, in meinem Alltag einfach immer wieder. Und das erfüllt mich. Das gibt mir immer so ein... Die erste Begegnung zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, die zweite noch mehr und dann bleibt dieses Lächeln einfach auch. Es hält an, weil man immer wieder Leute trifft, immer wieder neuen Austausch, neue Gespräche. Deswegen ist mein Appell, egal in welcher Situation ihr jetzt steckt, es ist nur jetzt die Situation. Manche Dinge brauchen ihre Zeit. Ihr könnt nicht von jetzt irgendwie in einen anderen Zustand. Ihr müsst euren Weg gehen und ihr habt es zu entscheiden, was ihr hier oben kultiviert in eurem Kopf. Heutzutage denke ich einfach, dass alles neutral ist. Alles ist neutral. Nur meine Sicht auf die Dinge entscheidet, ob es für mich problematisch wird, ob ich es gut aufnehme, ob ich mich dagegen stelle. Ich glaube, ihr wisst ganz gut, was ich meine. Der einfachste Spruch ist, wie du in den Wald rufst, so schallt es auch wieder raus. Es gibt auch noch 10 weitere Sprüche und es passt einfach perfekt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt so durch mein Leben gehe, wie ich gehe und gelernt habe, dass alle Dinge neutral sind und dass unsere Sicht auf die Dinge für uns die Wirkung natürlich ausmachen, ob wir das gut oder negativ ansehen. Ihr könnt entscheiden, alles ist neutral an sich, nur unsere Sicht auf die Dinge machen die Dinge für uns zu einem Problem oder zu einem Segen. Wie F.A., ein Rapper damals gesagt hat,
Es ist, wie es ist. Ob ich damit klarkomme oder auch nicht. Und was ich daraus mache und ob mich das runterzieht, liegt allein an meiner Sicht. So wie an deiner Sicht. An unserer Sicht. Wie wir die Dinge betrachten, so werden die Dinge auch auf uns wirken. Danke fürs Zuhören. Wenn euch diese Themen interessieren, empfehle ich euch jetzt noch dieses Video hier, auf jeden Fall. Und es wird noch viel in die Richtung kommen. Vielleicht wisst ihr auch genau, was ich meine. Und ja, Dankeschön.